Gut, dann legen wir jetzt los. Und zwar zuerst mit der Frage, warum ist Kommunikation manchmal so schwierig? Das heißt, im ersten Schritt möchte ich mir mal mit dir gemeinsam angucken, was müssen wir tun oder wie können wir Kommunikation so aufschlüsseln, damit uns die Herausforderung bewusst wird. Und natürlich geht es nicht nur darum, uns ein Problem zu machen, sondern es geht auch darum, schon erste Lösungsansätze und ein erstes Bewusstsein für Kommunikation zu schaffen, ein vertieftes Bewusstsein für Kommunikation. Um das zu tun, habe ich mir ein Modell ausgesucht, was ich persönlich immer noch sehr, sehr schätze. Es ist ein Klassiker und ich wende es tatsächlich sehr, sehr häufig für mich noch an und ich mag es deshalb so gerne, weil es mit einem starken Symbol arbeitet. Und zwar geht es jetzt um das Eisbergmodell. Hier siehst du einen Eisberg. Was ist das Besondere an einem Eisberg? Genau, es ist so, dass ein kleiner Teil eines Eisbergs über der Wasseroberfläche ist und ein größerer Teil ist unter der Wasseroberfläche, genauso wie du es hier siehst. Und dieses Symbol können wir wunderbar für Kommunikation verwenden. Und zwar indem wir wissen und sagen, dass wir 1/7 von Kommunikation und unserem Verhalten ist beobachtbar, mit unseren Sinnen wahrnehmbar. 6/7, also 6 von 7 Teilen, sind es nicht. Und damit haben wir diese zwei Ebenen und wir nennen die eine Ebene hier die Sachebene und die andere die Beziehungsebene. Gucken wir uns erstmal die Sachebene oder beobachtbare Ebene an. Dort findest du ganz viele Dinge. Stell dir vor, du kommunizierst mit jemandem, die du tatsächlich mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Die Körpersprache. Wie bewegt diese Person die Hände? Mimik, Gestik. Da war gerade ein kleines Lächeln, hier wird mal eine Augenbraue hochgezogen. Das sind alles Dinge, die ich direkt wahrnehmen kann. Aber natürlich auch die Tonlage meiner Sprache und das ausgesprochene Wort. Alles auf der Sachebene sichtbar. Und dir werden vielleicht auch noch ein paar andere Sachen einfallen. Die Kleidung, Style, das sagt ja auch schon viel über die Person. So, und jetzt kommt die andere Ebene, die Beziehungsebene, das, was einen Menschen in dem nicht beobachtbaren Teil ausmacht. Du kannst gerne mal für dich überlegen, was da Dinge sind, die bei dir da wichtig sind. Und ich gebe dir einige Beispiele jetzt dafür, welche Kategorien ich da sehe. Fangen wir an mit Erfahrungen. Stell dir vor, du triffst auf jemanden, zum ersten Mal arbeitest du mit dieser Person zusammen, du hast keine Ahnung, welche Erfahrungen in Zusammenarbeit diese Person mit reinbringt in die Kommunikation, in den Kontakt mit dir. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Diese Person hat in letzter Zeit sehr viele Termine abgesagt bekommen, kurzfristig oder Menschen sind gar nicht erschienen. Und jetzt merkst du schon in der Kommunikation, während ihr ein Meeting plant, also auf der Sachebene, merkst du eine gewisse Anspannung auch bei der Person, die du gar nicht zuordnen kannst. Das liegt daran, dass du unter der Wasseroberfläche nicht sehen kannst, dass die Person schlechte Erfahrungen mit dem Thema Meeting vereinbaren, Zuverlässigkeit gemacht hat. Und jetzt können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht ist es ja auch für dich so, dass das Thema Pünktlichkeit ein Wert ist. Werte gehören auch unter die Wasseroberfläche, also Dinge, die uns sehr, sehr stark ausmachen, die uns prägen, die auch moralisch für uns wichtig sind. Und es könnte sein, dass bei der Person in dem Beispiel der Wert Pünktlichkeit eng verbunden ist mit Wertschätzung. Das heißt, solltest du unklar sein in deiner Kommunikation zu der Terminvereinbarung, könntest du schon einen Wert antriggern und die Anspannung steigt noch ein bisschen mehr. Was sind andere Werte? Gerechtigkeit, Fairness haben wir ganz häufig. Wer wird wie behandelt und so weiter und so weiter. Du wirst wahrscheinlich auch einiges, kannst du selber mal überlegen, was sind Werte, die dir in der Zusammenarbeit besonders wichtig sind. Weitere Punkte, die unter der Wasseroberfläche liegen, sind Bedürfnisse. Sicherheitsbedürfnis, Bedürfnis nach Anerkennung, Zuwendung, aber auch sowas wie Ängste. Schlechte Erfahrungen, die ich gemacht habe oder tatsächlich Ängste. Ich habe Angst davor zu versagen. Ich habe Angst davor, dass ich diese Aufgabe nicht übernehmen kann, weil ich es einfach fachlich nicht gestemmt bekomme. All diese Dinge spielen unter der Wasseroberfläche. So, und damit haben wir jetzt erstmal das Bild von einem Menschen. Ein Teil kann ich sehen, ein Teil kann ich nicht sehen, wie es genau hier dargestellt ist. Jetzt sprechen wir aber über Kommunikation. Und bei Kommunikation braucht es ja zwei. Also fügen wir mal einen zweiten Eisberg hinzu. Wenn wir zwei Eisberge nebeneinander sehen, dann sehen wir jetzt gerade, es gibt oben auch die Sachebene und es gibt unter der Wasseroberfläche die große Beziehungsebene. Und wie du hier in dem Bild sehen kannst, berühren die sich an Stellen. Und ich würde sagen, dieser Teil, wo man sich unter der Wasseroberfläche berührt, der ist fast nicht ganz greifbar. Aber eine Sache kann da zum Beispiel liegen und das ist Sympathie. Schönes kleines Herzchen eingeblendet, genau. Sympathie bedeutet, du triffst manchmal auf Menschen, die magst du von Anfang an. Vielleicht hast du ja auch schon mal so eine Situation gehabt, wo du jemanden getroffen hast, man unterhält sich kurz und da ist sofort so dieses, das ist einfach ein Mensch, der ist mir sympathisch. Und wenn ich dann fragen würde, warum, dann würdest du sagen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ist einfach so.
Und genau das ist die Situation, die wir hier haben. Also Eisberge berühren sich sozusagen im Symbol unter der Wasseroberfläche und es kann Sympathie sein, es kann aber auch Konflikt oder Antipathie sein. Und dann wird es natürlich interessant. Bei Sympathie glaube ich nicht, dass wir besonders aktiv und bewusst kommunizieren müssen, aber im Fall der Antipathie oder wenn wir merken, hier entsteht gerade so eine Reibung, es ist vielleicht ein Konflikt, dann müssen wir was tun. Und was häufig passiert, nehmen wir wieder ein Beispiel, du tauschst mit jemandem Argumente für zwei Optionen aus. Du bist für Option A, die Person scheint für Option B zu argumentieren, aber auf der Sachebene gibt es nicht wirklich viele Argumente für Option B. Und du bleibst weiterhin auf der Sachebene und du merkst, du kommst hier nicht voran. Dann ist natürlich Nummer 1 die Überlegung, was passiert hier eigentlich wirklich? Das habe ich vorhin schon in der Einleitung mal gesagt, aber was passiert hier wirklich? Und dann ist die Aufgabe, dass wir unter die Wasseroberfläche tauchen und vielleicht mit so einer Art Unterwasserradar mal anfangen zu sondieren, zu fühlen, zu prüfen, was ist da eigentlich? Was könnte es sein? Beispiel, die Person hat vor Option 1, die vielleicht auf der Sachebene die sinnvollere ist, Angst, weil sie Dinge von ihr verlangt, die sie vielleicht nicht kann, wo sie wenig Erfahrung hat, wo sie unsicher ist und deshalb gibt es diesen Widerstand. Mehr Argumente auf der Sachebene werden das nicht lösen. Dementsprechend lohnt es sich abzutauchen unter die Wasseroberfläche und dann im zweiten Schritt das Thema nach oben zu bringen. Du könntest es zum Beispiel ansprechen, indem du sagst, du, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier alle unsere Argumente ausgetauscht, aber irgendwie ist da noch was. Kannst du mir sagen, was dich gerade beschäftigt? Gibt es etwas, wovor du Sorgen hast? Manchmal, du wirst natürlich entscheiden müssen, ob das in so einer Situation geht, aber manchmal löst genau das den Knoten und wir bekommen Dinge, die unter der Wasseroberfläche liegen, besprechbar an die Wasseroberfläche gehoben. Also, kleines Ding, was ich mir mitnehme, ist, es gibt bei mir mittlerweile im Kopf, wenn ich draußen in der Welt unterwegs bin, gibt es die Situation, dass ich merke, oh, das könnte ein Eisberg-Thema sein. Und vielleicht kleine Challenge, kleine Herausforderung an dich, nimm das doch mal mit und überleg in nächster Zeit mal, wo du kleine Eisberg-Themen wahrnimmst. Also etwas, wo was unter der Wasseroberfläche passiert. Du musst gar nicht aktiv werden, es geht eher darum, deinen Blick, deinen Sensor, dein Unterwasserradar zu schärfen und zu gucken, wo kannst du was rausfinden. Wo merkst du, jetzt geht es gerade nicht mehr auf dieser, sondern auf dieser Ebene zur Sache. Viel Spaß dabei.